Schauen wir uns nun einen kleinen, einfachen Beispielkurs an, den Sie unter semesterübergreifend Beispielkurs finden. Ich trage mich zunächst schnell in diesen Kurs ein. Sie selbst müssen sich natürlich nicht in den Kurs eintragen, Sie dürfen es gerne, aber Sie müssen es nicht tun. Also Kurs auswählen, einschreiben. Dieser Kurs dient nur dazu, ein paar Elemente zu zeigen, auf die ich kurz eingehen will. Links sehen Sie den schon bekannten Block Navigation sowie darunter den Block Einstellungen. Zu beiden gibt es ein separates Video, sodass ich hierauf zunächst nicht weiter eingehen möchte. Schauen wir uns stattdessen den Hauptinhalt des Kurses an. Der Kurs enthält oben einen allgemeinen, wochen- oder themenunabhängigen Teil und danach einen Abschnitt pro konkreter Veranstaltungswoche. Ihre Kurse werden natürlich inhaltlich teilweise etwas anders aufgebaut sein, aber dieser Aufbau hier ist ausreichend, um sich mit der Nutzung des Lernportals vertraut zu machen. Die Kurselemente wurden dabei so ausgewählt, dass sie voraussichtlich die am häufigsten benutzten Elemente Ihrer Kurse mit abdecken. Zu den einzelnen Elementen wird es jeweils ein eigenes Video geben, sodass diese hier nur erwähnt, aber nicht näher erklärt werden. Was bietet dieser Kurs an? Der Kurs bietet im allgemeinen Teil 2 Foren und ein Arbeitsmaterial, hier eine PDF-Datei. In der ersten Veranstaltungswoche gibt es verschiedene Optionen zur Eintragung in die Übungsgruppen. Dabei handelt es sich um eine Angabe von Favoriten und Ausschlussterminen mit verzögerter Anmeldung. Hier können Sie sich auch gleich mit Freundinnen zusammen eintragen. Das Icon hierfür ist das mit den 3 in braun gehaltenen stilisierten Personen. Bei dieser Aktivität hat der Zeitpunkt der Abgabe der Wünsche und Ausschlusstermine keine Auswirkung auf die Zuteilung, jedenfalls sofern Sie sich vor Fristende angemeldet haben. Die direkte Gruppenwahl dagegen, stilisiert mit einer roten und einer grünen Person, erlaubt die direkte Eintragung in eine Gruppe, sofern diese Gruppe noch Platz hat. Hier gilt also das Windhund-Prinzip. Wer schnell ist, hat mehr Auswahl. Wer spät kommt, hat nur noch begrenzte Auswahl. Die Gruppentauschbörse erlaubt das Anbieten des eigenen Gruppenplatzes, nachdem Sie in eine Gruppe eingetragen sind, zum Tausch mit jemand anders. In der zweiten Woche finden sich Aktivitäten zur Abgabe von Hausaufgaben sowie eine Terminbuchung. Auch hierzu wird es jeweils ein eigenes Video geben. Um auf ein Element zuzugreifen, klicken Sie es einfach an, beispielsweise das PDF. Je nach Element wird dann eine passende Anzeige erfolgen, beispielsweise hier. Es gibt auch Kurse, die sogenannte zuklappbare Abschnitte verwenden. Schauen wir uns das einmal kurz an. Der Veranstalter hat die Struktur des Kurses nun umgestellt auf zuklappbare Abschnitte. Wie Sie sehen, sind die Wochen an sich noch vorhanden, sind aber alle zugeklappt. Wenn ich hier auf Alle aufklappen klicke, sehe ich, dass alle Inhalte nach wie vor vorhanden sind, sodass die Inhalte nicht verloren gehen, auch wenn sie zugeklappt sind. Ich kann nun aber auf einzelne Blöcke klicken, indem ich auf den Balken klicke, um diesen Bereich zu öffnen oder zu schließen. Dafür steht auch dieses Wort Umschalten. Durch das Schließen von leeren, wie hier, oder nicht mehr benötigten Blöcken und Abschnitten kann ich entsprechend Platz sparen und habe weniger Scrollaufwand. Insbesondere bei Mobilgeräten ist das ein großer Vorteil. Über die Option Alle aufklappen oder Alle schließen können Sie schnell alle Abschnitte auf- oder zuklappen. Wenn Sie nur einen einzigen Abschnitt aufgeklappt haben wollen, empfiehlt es sich, alle zu schließen und diesen einen Abschnitt dann aufzuklappen beispielsweise. Sie sehen also, wie sich das auswirkt auf den Kurs. Die Inhalte sind überhaupt nicht davon betroffen. Achten Sie aber bitte darauf, wenn Sie Abschnitte schließen oder zuklappen, dass Sie nicht aus Versehen wichtige Sachen wie Hausaufgabenabgaben verpassen, weil sie nicht mehr für Sie direkt sichtbar angezeigt werden. Zusätzlich kann ich als Veranstalter vorgeben, wie diese zuklappbaren Abschnitte, wenn sie genutzt werden, aussehen sollen. Es gibt also durchaus auch andere Optiken als hier mit dem Pfeil. Die Semantik, die grundlegende Vorgehensweise ist aber immer die gleiche. Sie können auf einen Abschnitt klicken, um ihn zu öffnen, wenn er geschlossen ist, oder zu schließen, wenn er geöffnet war. Und Sie können alle Abschnitte gleichzeitig öffnen oder schließen.
Damit haben wir den grundlegenden Aufbau eines Kurses kennengelernt und werden uns in einem der nächsten Videos dann genauer die Seitenblöcke ansehen.